Hallo Spielefreunde! Wir sind die Austrian Meeple People. Und wir stellen euch heute etwas ganz Besonderes vor, nämlich ein neues Spiel am Markt, das bisher nur in einer Kleinserie erschienen ist. Paragliding. Hike and Fly. Das Spiel ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Jump-and-Run-Wettrennen. Sorry, aber in dem Fall ist es eher ein Hike and Fly Wettrennen, bei dem es darum geht, wandern oder fliegen vorgegebene Zielpunkte am schnellsten erreichen kann. Der Spielplan stellt eine Landschaft aus Bergen, Tälern und Seen dar. Auf diesem wird eine Route mit Start- und Zielpunkt erstellt und bis zu 4 Wendepunkte eingebaut. Diese Route wird dann durch Wandern und Fliegen bewältigt. Das Wandern ist notwendig, um hohe Gipfel zu erklimmen. Und das kostet sehr viel Energie. Aber anschließend kann man auch abheben und fliegen. Sehr weit fliegen. Und das meist ohne Energie zu verbrauchen. Voraussetzung, um als Erster ins Ziel zu gelangen, ist eine kluge Planung der Routen, ein glückliches Händchen beim Ziehen der Hike-and-Fly-Karten sowie das Erkennen günstiger Wetterkonstellationen und Nutzung der eben genannten Karten. Das Material ist simpel gehalten, aber ist auch völlig ausreichend. Der Spielplan ist in 3 Größen modular aufbaubar, was sehr gut gelöst ist. Das Design ist erfrischend anders als wie bei anderen aktuellen Spielen und es passt hervorragend zum Thema. Dieses kommt auch richtig gut zur Geltung. Man merkt, dass Matusz ein Paragleiter mit Herz und Seele ist, aber das merkt man auch im Regelwerk. Viele Dinge, die für einen Paragleiter wahrscheinlich völlig logisch sind für uns nicht fliegende Durchschnittsbrettspieler doch schon ein bisschen verwirrend. Sehr gut sind hier die im Regelwerk ganz hinten eingeführten Fallbeispiele, die klären nämlich einige Unklarheiten sehr gut auf. So wie der Himmel an einem wunderbaren Frühlingstag, wenn eine kräftige Brise die letzten Regenwolken vom Himmel vertreibt. Ja. Außerdem ist zu erwähnen, dass es das Spiel derzeit nur in Englisch gibt, was natürlich auch die Spielanleitung mit einschließt. Und wenn ihr damit Probleme habt, haben wir was für euch. Wir haben gemeinsam mit dem Autor Matusz Skwarka nämlich in liebevoller Kleinarbeit eine wirklich gute deutsche Spieleanleitung erstellt. Und diese könnt ihr sowohl bei uns Austrian Meeple People als auch beim Autor selbst bekommen. Matusz gibt die Spieldauer mit 15 bis 120 Minuten an. Wir würden eher sagen 15 bis 50 Minuten, aber das je Spieler. Und die Spieldauer hängt im Endeffekt davon ab, wie viele Wendepunkte man zwischen Start- und Zielpunkt setzt, wie schwierig die zu erreichen sind und vor allem auch, wie groß die Abstände dazwischen sind. Unsere Spielerunden haben gezeigt, es macht am meisten Spaß, wenn man 2 bis 3 Wendepunkte und nicht die möglichen 4 zwischen Start und Ziel setzt, dafür dann aber die Flugstrecken ein bisschen weiter und länger ansetzt. Das Spiel ist auf leichtem Kennerspielniveau, aber mit dem deutschen Regelwerk der Austrian Meeple People ist es leicht zu verstehen. Der Reiz des Spieles liegt darin, die optimale Route in jeder Situation zu planen. Dabei wirken sich Wind, Wetter, Wolkenhöhen und thermische Veränderungen auf die Situation aus. Eigentlich könnte man das Spiel von Anfang bis Ende durchplanen. Wäre da nicht ein Haken an der Sache? Nämlich das Glückselement! Vor allem die Fly-and-Hike-Karten haben großen Einfluss auf das Spielgeschehen. Da bekommt man von netten Wanderern mal eben schnell einen Schokoriegel spendiert. Und der bringt richtig viel Energie. Oder man muss wegen einem Adlerangriff vertikal notlanden. Da die meisten Karten aber positiv sind, sollte man wirklich jede Gelegenheit nutzen, Fly-and-Hike-Karten zu bekommen. Man muss aber auch die negativen irgendwann verwenden, weil man kann das Spiel nur gewinnen, wenn man ohne Karten in das Ziel kommt. Dazu kommen dann auch noch unvorhergesehene Wetterereignisse und das führt zu einem spannenden und manchmal wirklich überraschenden Spielverlauf. Zusammenfassend, uns hat das Spiel wirklich gut gefallen. Es erzählt so eine kleine Geschichte, die in einem echten Hike-and-Fly-Race vielleicht wirklich hätte passieren können. Ja. Und wenn wir euch das Spiel jetzt schmackhaft gemacht haben, ihr könnt es käuflich erwerben und zwar auf der Homepage des Autors Markus Krammel. Du meinst Matusz Skwarka. Matusz Skwarka, genau, in Slowakisch klingt der Name doch etwas besser. Auf seiner Homepage könnt ihr das Spiel kaufen und zwar zu einem Preis, der für ein Spiel dieses Anspruches und dieser Qualität absolut angemessen ist. Ja, wenn man sich überlegt, dass der gute Matusz das Spiel selbst produzieren lässt und 0 Unterstützung durch einen Verlag hat, dann ist der Preis geradezu sensationell.
Und jetzt erklärt's mir bitte, warum seid ihr schon längst da? Ich bin da hinten gerade durch einen Adlerangriff vertikal vom Himmel geholt worden. Ja, die Anna hat es aber auch nur als erstes hierher geschafft, weil sie eine Abkürzung durch die Berge gefunden hat. Ja, selber schuld, wenn man am Berg ein ganzes Buffet isst und dann schlafen muss. Aber es war so gut. Zum Abschluss wollen wir euch noch beweisen, dass bei den Austrian Meeple People nahezu jeder Take auf Anhieb gelingt. Aber mit der deutschen Regelwerk. Mit der deutschen Regelwerk. Aber mit dem deutschen Spielewerk. Nein, Spieleregeln. Sorry, aber in dem Fall ist es eher ein Hike-and-Fly-Wettrennen, bei dem man wandernd oder fliegend bla 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 bla. Auf diesem wird dann eine Route mit Start- und Zielpunkt erstellt. Sorry, aber in dem Fall ist es eher ein Hike-and-Fly-Wettrennen, bei dem man so schnell wie möglich, nein. Die Landschaft stellt, nein, der Plan. Sorry, aber in dem Fall ist es eher ein Hike-and-Fly-Wettrennen, bei dem es darum geht, so schnell wie möglich, ich sage immer so schnell wie möglich. Wir haben gemeinsam mit dem Autor Martus Quaker eine, nein, Sorry, aber in dem Fall ist es eher ein Hike-and-Fly-Wettrennen. War eh richtig. eine wirklich gute deutsche Spielanleitung gestellt. Scheiße. Sorry, aber in dem Fall ist es eher ein Hike-and-Fly-Wettrennen, bei dem es darum geht, wandernd oder fliegend. Na, da habe ich eine kurze Pause gemacht. Die es sowohl bei uns Austrian Meeple People als auch beim Autor des Spieles, Martus Quaker, in digitaler Form zu erwerben gibt. Was falsch ist. Sorry, aber in dem Fall ist es eher ein Hike-and-Fly. Nein. Als Download zur Verfügung gibt. Scheiße! Die Sache ist nicht, dass ich mich das Schwarke rausbringt, sondern das, was ich danach sagen muss. Dass ich mir das nicht merke. Sorry, aber in dem Fall ist es eher ein Hike-and-Fly-Wettrennen, bei dem es darum geht, fliegend, wandernd oder einfach die ganze Zeit im Kreis laufend. Als auch beim Autor Martus Quaker nein! Der Spielplan ist in 3 Größen modular aufbaubar. Aufbaubar, ja. Ich bin auch gleich blau, so wie ich rede. Das Glück ist ein Vogel. Einmal fliegt es zu dir hin und dann fliegt es auch gleich wieder weg. Der Spielplan ist in 3 Größen modular aufbaubar. Das war scheiße. So. Ja, ich sehe nichts.